Er hat dann das Messer so genommen und so zum Paul. Like he pushed it towards me, the Was knife. ist mit ihm los? Hi, Corupa! Corumba. Wir sind an der Grenzstadt zu Bolivien in Carumba und sind jetzt gleich bei der Grenze. Wir sind schon ein bisschen aufgeregt, oder? Wir haben einige Dinge, auf die wir jetzt sehr gespannt sind, nämlich wir haben gehört, man kriegt bei Einreise nur 30 Tage Aufenthalt. Wir würden eigentlich gern 90 haben und wir sind schon gespannt, ob wir auf Anhieb 90 bekommen oder ob wir nur 30 kriegen. Ja, selbst die Grenzbeamten wussten es nicht. Was sie heute sagen, muss morgen nicht mehr stimmen. Aufklärung gab es im Migrationsamt ein paar Tage später. 3 meses. 3 meses. Wir brauchen einen Bescheid, einen Zettel für unser Auto, für den temporären Aufenthalt in Bolivien. Den müssen wir uns geben lassen. Auch dieser Prozess hat 2 Tage gedauert, da wir bei der Einreise nicht alle Dokumente bekamen und wir folglich auch noch mit der Polizei Probleme bekommen haben. Und wir sind gespannt, ob wir irgendeine Reservierung für ein Hotel oder so vorlegen müssen, weil sowas haben wir nicht. Hierfür gibt es eine offizielle Webseite, in der man sich bei jedem Ortswechsel neu eintragen muss. Weiters, nach der Grenze wäre es nur interessant, ob es stimmt, dass man als Ausländer den doppelten Benzin- oder Dieselpreis zahlt und ob man da vielleicht verhandeln kann. Ja, jeder Tankstellenbesuch war bis jetzt ein Abenteuer. Nicht jede Tankstelle macht es gleich. Es kommt vor, dass wir verhandeln oder mit Kanister kommen müssen. Der Preis ist es aber wert. Und, was ist noch interessant, welchen Handyplan wir uns nehmen, was da am besten passt, wenn wir viel rumreisen. Es gibt 2 große Anbieter. Für welchen wir uns entschieden haben, erfährst du gleich. Es ist vorbei mit Portugiesisch und ja, hoffen wir aufs Beste. Obrigado. Zuerst brasilianische Seite, ausstempeln. Ja, Brasilien hat mir gefallen. Merkt man's? Bon voyage, Brasil. Sucet. Gut, hat gut geklappt. Jetzt geht's weiter. Bolivianische Seite. Vor der Grenze, nach der Grenze. So, wir sind mal drüber gefahren über die Grenze. Jetzt haben wir aber aufhalten müssen und jetzt gehen wir mal zurück und lassen uns einen Stempel geben. Und hoffen, alles geht gut. So, wie viele Tage geben sie uns? So, 30 Tage. Und wir haben eine Adresse angeben müssen. Auf Expat-Seiten wird immer vom Sigemix-System gesprochen. Dort sollen sich Ausländer mit ihrer Unterkunft registrieren und bei jeder neuen Unterkunft ein Selfie hochladen. Wir haben die Adresse eines Freundes genannt. Diese Adresse hat der Grenzbeamte manuell ins System eingetragen. Die Erlaubnis fürs Auto brauchen wir auch noch. Der Ort dafür heißt Aduana. Und jetzt müssen wir zu diesem Aduana gehen, um das Permiso für unser Auto zu holen. Die haben am Samstag aber nur bis 16:30 Uhr offen. Man empfiehlt uns, zurück zur Grenze zu fahren, um dort zu fragen. Okay, wir waren leider eine halbe Stunde zu spät. Diesen Zettel kriegen wir in diesem Haus nicht mehr fürs Auto. Jetzt sind wir nochmal zwischen den beiden Grenzen und müssen schauen, ob wir die Bescheinigung fürs Auto hier kriegen. Hier erzählt man uns, dass man allerlei Kopien braucht, um diese Erlaubnis zu bekommen. Also los geht's auf die Suche nach einem Copyshop. Okay, nicht ganz so reibungslos. Auf der brasilianischen Seite beim Aduana de Bolivia haben sie uns gesagt, sie brauchen alles Mögliche in Photocopy. Jetzt sind wir auf der bolivianischen Seite und suchen einen Kopiershop. Es ist halt leider schon 6 Uhr abends und der Samstag. Wir werden das hoffentlich kopieren können und müssen dann nochmal zurück. Sagen ihm das geschmeidig. Dort akzeptieren sie zum Glück auch brasilianische Reais. Den Bolivianos haben wir noch keine abheben können. Jetzt zum 4. Mal die bolivianische Grenze überquert und hoffentlich zum letzten Mal hier herüben. Jetzt sollen wir noch die VIN, die Vehicle Identification Number, vorweisen.
Diese Fahrzeugnummer steht zwar auf unseren Papieren, aber das ist nicht genug, falls wir das Auto illegal importieren würden. Die Nummer versteckt sich auch irgendwo am Auto, sagt der Herr. Ah, hier, huh? Ja, Sie haben die Nummer gefunden. Sie war einmal hier unten beim Reifen drinnen und einmal da vorne in der Motorhaube. Was vielleicht gut zu wissen ist, man braucht Fotokopien vom Ausreisestempel Brasilien, Einreisestempel Bolivien, vom Reisepass persönliche Information, Paraguay Cedula und die Cedula vom Auto, die Carta Verde aus Paraguay. Es dauert schon alles recht lang. Jetzt füllen wir die Bescheinigung fürs Auto aus und wir warten wieder. Hat's jetzt geklappt? All good? Ja. So 2 Stunden später, wir sind fertig. Es war nicht unbedingt gemütlich, wir haben oft hin und her fahren müssen. Aber wir haben jetzt unsere Bescheinigung fürs Auto bekommen, dass es sich in Bolivien aufhalten darf. Es ist schon wieder stockdunkel und ja, jetzt suchen wir vielleicht noch einen Geldautomat. Das war zu früh gefreut. Am nächsten Tag gibt es gleich den ersten Polizeistopp und es stellt sich heraus, dass uns ein Dokument fehlt. Neben Einfuhr und Ausfuhr des Autos benötigen wir nämlich noch Orden de Circulación, damit sich das Auto im Land bewegen darf. Bis jetzt glaubten wir, wir hätten alle Dokumente. Paul hat also noch keine Ahnung und trifft gleich auf die nette Polizeibeamtin. Das ist unser erster Stopp. Eine Schnur, die gespannt ist über die Straße und der Paul muss gerade irgendwas bezahlen und seine Dokumente herzahlen. Merkwürdig. Wie wir jetzt wissen, uns fehlte ein Dokument. Das wäre ja nicht so schlimm. Das Schwierige ist, man weiß leider nicht, ob man die Polizei beim Wort nehmen darf. Denn die nette Dame will uns erklären, sie könnte unser Problem ganz leicht lösen. Wir müssten nicht zurück zur Grenze fahren, wir müssen ihr nur 100 Bolivianos für einen Stempel geben. Ah, Ihr Stempel ersetzt das Dokument. Sicher? Nada más. nada más. Suficiente. Nur das. Documento esto más, nada más. Ein Stempel ist also genug. Y el otro documento, Nada más. Ni un documento más. Sollen wir nicht doch zurück zur Grenze fahren und das Dokument holen? es mejor Lo el mismo, documento. es lo mismo, es lo mismo. Nein, es ist gleich, als ob wir ihren Stempel nehmen. Laut ihr verlieren wir dadurch nur Zeit, wenn wir uns das Dokument von der Grenze holen. Aquí, allá, lo mismo. Vas a tardar, vas a perder más tiempo para allá, volver otra vez. Es lo Sí, mismo. sí, pero tenemos mucho tiempo, entonces no es un problema. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Und wir fahren zurück zur Grenze. Die Grenzbeamtin war vielleicht noch in der Ausbildung. Es ist nämlich so, dass wir ohne dieses Dokument an jedem Polizeistopp wieder zahlen hätten müssen. Bei der Transitpolizei. So, bei diesem Polizeistopp haben sie uns jetzt gesagt, unser Dokument ist nicht genug. Wir haben nur das Permiso für Einfuhr und Ausfuhr vom Vehiculo. Haben wir nicht gewusst. Wir brauchen jetzt Orden de Traslado, dass man sich ja transitmäßig aufhalten darf. Die Dame hat uns jetzt zwar erklären wollen, dass ihr lustiger Stempel da alles richtet für nur 100 Bolivianos Sella igual, ¿saben? Ah, ok. und dass wir uns jetzt 3 Monate lang nicht mehr herumärgern müssen mit der Polizei. Nada más. Nada más. Suficiente. Haben wir ihr nicht ganz abgekauft. Deswegen sind wir jetzt nochmal zurückgefahren zur Grenze, 20 Minuten, und sind zur richtigen Transitpolizei gegangen. Und die haben uns jetzt diesen Orden Traslado gegeben und hoffentlich ist das jetzt genug. Hat zwar auch 100 gekostet, aber zumindest haben wir jetzt ein Dokument und nicht nur einen lustigen Stempel. Aber stopp, noch einmal. Die Polizistin zeigte mir auf ihrem Handy ein Dokument, das heißt Orden de Circulación. Bei unserem steht Orden de Traslado. Schon wieder ein falsches Dokument? Ich gehe noch mal rein, um nachzufragen. Vielleicht interessante Erkenntnis, Sie wissen es nicht. Die Polizei von vorhin hat uns gesagt, wir brauchen Orden de Circulación. Und jetzt haben wir gesehen, bei uns steht drauf Orden de Traslado. Deswegen bin ich jetzt nochmal reingegangen und habe gefragt, ob das das Gleiche ist. Und er hat gesagt, ja, keine Sorge, wird das Gleiche sein. Hoffen wir mal. Jetzt haben wir uns gerade gedacht, Orden de Circulación ist vielleicht, wenn man wieder rausfährt, wo man reinkommen ist, also hier, Brasilien. Und wir, weil wir gesagt haben, wir fahren nach Peru, Orden de Traslado.
aber wir sind uns nicht sicher. Paul ist ganz entspannt, das ist super. Ja. Ich glaube, du brauchst was zum Essen, ne? Ja. Heute fragt die Polizei nach Erste Hilfe und Feuerlöscher. Paul ist da vorne, in der Station rechts. Ich bleibe im Auto und beobachte die Bolivianerinnen beim Orangenverkaufen. All good? No? So, der nächste Polizeistopp hinter uns. Der Paul ist zuerst reingegangen und hat ihnen die Papiere fürs Vehiculo und seinen Ausweis gegeben. War ihnen nicht genug. Einmal zurückgekommen, Feuerlöscher und Erste Hilfe herzeigen müssen. War auch nicht genug. Er wollte irgendwas finden. Dann Auto durchsuchen. Und ja, ich habe mein Fenster runtergelassen und er hat sofort aufgesperrt, so von außen, und die Tür aufgemacht, hat gesagt, ich muss aussteigen. Hat hier in der Mitte, hier Handschuhfach, alles gleich aufmachen wollen und rausgenommen. Und ja, total unhöflich, total respektlos eigentlich. Gell? Er hat gesagt, dass er möchte Drogen suchen. Ja, was war noch? Yeah, saw that I had a pocket knife. Der And Paul he's hat like, ein Taschenmesser. and he said, Arma. I'm like, no, it's for camping. It's, you know, it's like, it's illegal in Bolivia. I said, no, we It's not bought this illegal. in Bolivia. You can buy here at camping stores everywhere. And he's like, illegal. And I'm like, no. Er hat dann das Messer so genommen und so zum Paul. Like he pushed it towards me, the Was knife. ist mit ihm los? Wir haben es in einem Camping Store gekauft und für das verwenden wir das. Also er hatte auf jeden Fall einen Plan, aber ist nicht aufgegangen. After a while, I just told Senor, this is just for camping, es solamente por camping. And after a while, I think he just got tired of arguing. Wie geht's mit den Mautstationen? Bei der Peaje, der Mautkontrolle, haben wir jetzt einen Zettel bekommen und wir haben sagen müssen, wohin wir fahren. Unser Ziel haben wir mal Santa Cruz genannt. Haben 22 Bolivianos zahlen müssen. Und man hat uns gesagt, dass wir dann bei den nächsten Mautstellen nicht noch einmal zahlen müssen, sondern immer wieder nur den Zettel herzeigen und sagen, das ist unsere Endstation. Hoffen wir, das funktioniert. Und stimmt so? Neuer Tag. Jetzt haben wir wieder eine Peaje gehabt, eine Mautstation, und diesmal haben wir einfach nur unseren ersten Mautzettel hergezeigt und haben einen Stempel drauf bekommen. Uyuni? Das haben wir gerade bemerkt bei dieser Mautstation, dass die Dame unser Kennzeichen vorne angeschaut hat und uns dann den Preis von 18 Bolivianos genannt hat. Und ich habe dann nachgefragt, ob wir jetzt mehr zahlen als extranjero. Und sie hat gesagt ja, aber ich habe nicht verstanden, um wie viel mehr. Yeah, I didn't know the price. Ja. Also für Benzin sowie für Maut zahlt man als Ausländer auch ein bisschen mehr. Bolivianische SIM-Karte und Handyplan brauchen wir auch noch. Hier muss man sich registrieren lassen. Man hat uns gesagt, es ginge nur in offiziellen Shops. Aber da es ein Sonntag ist, haben nur kleine Kiosks offen. Wir versuchen es mal. Die Dame stellt uns die zwei großen Anbieter vor, Tigo und Entel. Mit Tigo hatten wir in Paraguay schlechte Erfahrungen, deshalb geben wir Entel eine Chance. Auch hat Entel bessere Netzabdeckung in abgelegenen Gegenden. Wir kaufen uns ein Monatspaket mit 5 GB für 50 Bolivianos, ca. 7 €. Unsere SIM-Karte haben wir uns beschafft und wie haben wir es gemacht? It was a bit of a struggle trying to figure out what we want because we had some mixed information. Entel apparently has the best coverage. Some people said we shouldn't take Entel because it might be hard to register it as a foreigner, but it actually worked pretty well with our Paraguayan cedula. So we had to enter a code to register, and I entered my Paraguayan cedula number and it was activated. Die Dame im Geschäft wollte schon aufgeben. Sie hat gesagt, es geht leider nicht mit unserer Extranjero Cedula. Und dann hat es der Paul allein versucht und dann hat es funktioniert. Yeah, never give up. Never give up. Never give up. Tanken müssen wir auch noch. So,
erste Tankstelle, Dieselpreis 3,70 für Lastwagen und 9 Bolivianos für uns. Wir haben uns gerade vorgeschlagen, wir sollen uns so einen Kanister hier kaufen. An der Grenze sind sie sehr streng. Mit ausländischem Kennzeichen kriegt man hier den Ausländerpreis. Außerdem ist Diesel rar. Nicht jede Tankstelle hat ihn. Hier gibt's Diesel und in unseren Kanister würden 20 Liter reinpassen. Also eigentlich. Jetzt haben sie uns nur 8 Liter gegeben. Mehr geben sie nicht her. Tankstellenstopp, wieder mal. Stehen ungefähr 10 Minuten da. Sie haben uns gefunden. Manchmal wartet man eine Viertelstunde, bis der Diesel bereit ist. Aber der Preis passt diesmal. Zweite Tankstelle jetzt und sie haben uns auf Anhieb den guten Preis gegeben. Also den um 3,70 anstatt 9, den vom letzten Mal. Man kann hier jedoch immer nur Cash zahlen, also nur mit Bargeld. Was nicht so gut ist, weil heute ist Sonntag und wir wissen nicht, ob es daran liegt, aber wir haben halt bei keinem Geldautomaten Geld rausgekriegt. So, diese Tankstelle war ein Erfolg, oder? Wir haben einen guten Preis gekriegt. So I wonder if she just thinks we're from a different place in Bolivia and that's why she did that. Total Bolivians. I look like a Bolivian. They're not so much. Zu Beginn habe ich erwähnt, dass selbst die Grenzbeamten nicht genau wussten, wie viele Tage unser Visa gültig ist. Beim nächsten Mal finden wir es heraus, im Migrationsamt in Santa Cruz. Abonniere meinen Kanal, um das nicht zu verpassen. Wir sind heute bei der Migration, weil wir an der Grenze nur unsere 30 Tage bekommen haben und man gesagt hat, dass man hier dann verlängern muss.